Entdecke die faszinierendsten selbstgebauten Mini-Flugzeuge der Welt. Eine atemberaubende Reise durch kreative Luftfahrtideen, die Technik und Leidenschaft vereinen. Sieh dir an, wie Träume abheben und Wirklichkeit werden. Aus purer Einfachheit und genialem Design entstand das handgebaute Leichtflugzeug Minimax. Mit einer Spannweite von 8 Metern und einer Höchstgeschwindigkeit von 130 Kilometern pro Stunde vereint es Leistung mit Effizienz. Das offene Cockpit sorgt für ein einzigartiges Flugerlebnis, und mit einem Leergewicht von nur 181 Kilogramm lässt es sich sogar in einer Garage zusammenbauen. Ausgestattet mit einem 50 PS Motor erreicht es Höhen von bis zu 3700 Metern, perfekt für alle, die Freiheit über den Wolken suchen. Der Bau einer Kitfox STI ist keine unlösbare Aufgabe, aber definitiv ein Kunstwerk aus Präzision und Leidenschaft. Jeder Schritt verlangt Geduld, vom stabilen Rumpf mit Striemgern bis zu den aerodynamisch geschnittenen Tragflächen. Selbst kleinste Bauteile werden aufwendig geschliffen und passgenau montiert. Hebel, Steuerkolonne und Lager werden so bearbeitet, dass jede Bewegung reibungslos funktioniert. Nach einem Monat harter Arbeit steht dein eigenes Flugzeug bereit, den Himmel zu erobern. Die Flybaby ist ein klassischer Holzeinsitzer mit offenem Cockpit, entwickelt 1962 von Peter Bauers. Im selben Jahr gewann sie einen Wettbewerb für Amateurflugzeuge. Sie wird nach einfachen Bauplänen meist in Heimwerkstätten gefertigt. Mit einer Länge von 5,70 Metern und einer Spannweite von 8 Metern erreicht sie bis zu 194 Kilometer pro Stunde. Das Fahrwerk hat keine Federung, nur Holzstreben und Gummireifen. Die Tragflächen lassen sich in nur 15 Minuten einklappen. Es existieren auch Versionen als Doppeldecker, Wasserflugzeug und Zweisitzer. Die Rutan Long EZ ist eines der kleinsten Flugzeuge und ein Meisterwerk für Flugbegeisterte. Sie wird als Bausatz geliefert und vom Käufer selbst zusammengebaut. Angetrieben von einem 115 PS starken Motor erreicht sie 298 Kilometer pro Stunde und fliegt bis zu 3230 Kilometer weit, mit einer maximalen Flughöhe von 8200 Metern. Ihr charakteristisches Design umfasst einen Druckpropeller, ein Entenleitwerk und aerodynamisch geformte Flügelspitzen. Sie ist modifizierbar und wurde sogar schon für Weltumrundungen genutzt. Effizient, stilvoll und einzigartig. Die SD-1 Miniport ist eines der leichtesten und günstigsten Flugzeuge auf dem Markt. Sie besteht aus Holz, Verbundwerkstoffen und XPS-Schaum, mit einem Leergewicht von nur 115 Kilogramm. Entwickelt für Piloten bis 185 cm Körpergröße, gibt es auch eine verlängerte Version. Hinter der abnehmbaren Rückenlehne befindet sich ein 40 Liter Gepäckfach. Die Spannweite beträgt 6 Meter, der Tank fasst 35 Liter. Die Mindestgeschwindigkeit liegt bei 63 km pro Stunde, die Höchstgeschwindigkeit bei Turbulenzen bei 163 km pro Stunde einfach, komfortabel und verspielt. Ein echter Genuss in der Luft.
Das einsitzige Flugzeug E-12NK wiegt nur 98 Kilogramm und benötigt aufgrund seines geringen Gewichts keine Zulassung. Es verfügt über klappbare Flügel und ist in weniger als einer Stunde flugbereit. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 85 km pro Stunde, der Start erfolgt aus einer Höhe von 30 bis 60 Metern. Der Motor leistet 26 PS, daher sollte der Pilot nicht mehr als 80 Kilogramm wiegen. Bisher wurden 100 Stück gebaut. Die günstigste Version kostet nur 6.700 €, minimalistisch, leicht und absolut faszinierend. Der Ultra Cruiser ist eines der wenigen Ultraleichtflugzeuge in Vollmetallbauweise. Entwickelt wurde er 1999 und hatte seinen Erstflug im Jahr 2000. Er wiegt nur zwischen 114 und 122 Kilogramm und kann ohne Pilotenschein oder medizinische Untersuchung geflogen werden. Der Viertaktmotor sorgt für zuverlässigen Vortrieb, auch Varianten mit VW-Motor sind möglich. Alle Bauteile sind vorgefertigt und vorgebohrt, die Tragflächen abnehmbar. Das Cockpit kann offen oder geschlossen sein. Einfacher Aufbau, hohe Zuverlässigkeit und ein günstiger Preis machen ihn zum Favoriten unter Flugbegeisterten. Das ultraleichte Flugzeug PB wurde vom britischen Ingenieur Ben Ashman entwickelt und wiegt leer nur 61,4 Kilogramm. Selbst vollgetankt bleibt es unter 70 Kilogramm Gesamtmasse. Dennoch kann es einen Piloten samt Gepäck bis zu 120 Kilogramm tragen. Mit einem 26 PS starken Motor erreicht es eine Höchstgeschwindigkeit von 88 Kilometern pro Stunde. Die Steuerung ist präzise, leichtgängig und das Flugverhalten stabil. Nach 4 Jahren Flugerfahrung gilt der PB als eines der besten Leichtflugzeuge seiner Klasse, perfekt für sicheres Fliegen ohne Kompromisse. Das tschechische Leichtflugzeug ZJ Viera war einst in Osteuropa sehr beliebt. Gebaut von Marek Iwanow in Hradec Králové, wurde es als Bausatz und flugfertige Version angeboten. Die Spannweite beträgt 7,5 Meter, das Leergewicht nur 77 Kilogramm. Angetrieben wird es von einem F-33 Zweitaktmotor mit 26 PS, alternativ mit 22 PS. Der Holzpropeller ist zweiblättrig mit fester Steigung. Die Reisegeschwindigkeit liegt bei 110 km pro Stunde, die Höchstgeschwindigkeit bei 130 km pro Stunde. Mit offener Kabine und 12 Liter Tank bleibt sie ein unvergessenes Erlebnis. Der Kitfox S7 wird als Bausatz geliefert und lässt sich in etwa 1000 Stunden montieren. Die Supersport-Version hat eine Spannweite von 9,5 Metern und eine Kabinenbreite von 1 Meter. Die Flügel lassen sich in nur 15 Minuten zusammenklappen, was die Lagerung erleichtert. Der Tank fasst 102 Liter, der Gepäckraum bis zu 68 Kilogramm. Start- und Landestrecke betragen jeweils nur 88 Meter. Mit einer Reisegeschwindigkeit von 198 km pro Stunde und einer Steigrate von 305 Meter pro Minute ist er leicht, vielseitig und außergewöhnlich robust. Das Fluggerät mit dem ungewöhnlichen Namen Flying Flea hob erstmals 1933 ab. Der französische Erfinder Henri Minier wollte ein einfaches Flugzeug für jedermann schaffen. Der Prototyp M14 bestand aus Holz und Stoff, hatte 2 Tragflächen und wurde mit nur einem Steuerhebel gelenkt.
Mit 17 PS erreichte er 100 km pro Stunde Höchstgeschwindigkeit und wog beim Start 204 Kilogramm. Über 300 Varianten wurden weltweit gebaut, bis heute ein Favorit unter Flugbegeisterten, die ihr eigenes leichtes und erschwingliches Flugzeug realisieren wollen. Das Kolb Firefly-Flugzeug kam 2006 auf den Markt und ist in nur 6 Minuten flugbereit. Es ermöglicht Starts direkt aus dem eigenen Garten. Das übersichtliche Cockpit bietet ein Heizsystem, Geschwindigkeitsmesser, Kurskoordinator, Scheinwerferschalter und Klappensteuerung. Die Reifen stammen von einem Geländewagen, die Bremsen von einem Mountainbike. Das Heck ist einklappbar. Ein dreiblättriger Ivoprop-Propeller reduziert den Treibstoffverbrauch. Der Rotax 447 Motor mit Bing 54 Vergaser liefert ca. 40 PS. Ideal für Freizeitflieger mit Sinn für Einfachheit und Abenteuer. Das Flugzeug mit dem Spitznamen Regi wiegt nur 115 Kilogramm und beeindruckt durch seine clevere Mischbauweise. Der Rumpf besteht aus verschweißten Edelstahlrohren, die Tragflächen sind oben mit Metall verstärkt und unten mit Stoff bespannt. Das pyramidenförmige Fahrwerk nutzt Stoßdämpfer aus Autoblattfedern. Ein leichter RMZ 250 Motor sorgt für Vortrieb, ergänzt durch einen modifizierten Mikuni-Vergaser. Mit einer Reisegeschwindigkeit von 80 bis 85 km pro Stunde fliegt Regi ruhig und präzise. Der Erfinder ist stolz, auch wenn er zugibt, dieses Flugzeug kann gelegentlich beißen. Der Bushcat basiert auf einem Aluminiumrohrrahmen, verstärkt durch Edelstahlstreben. Die Bespannung besteht aus wetterfestem, strapazierfähigem Material. Im Cockpit befinden sich 2 Sitze und eine zentrale Steuerung, die Einhandbedienung ermöglicht, während die andere Hand für das Instrumentenbrett frei bleibt. Die Gashebel sind in den Armlehnen integriert und arbeiten synchron. Auch größere Piloten haben ausreichend Platz. Angetrieben wird der Bushcat von einem luftgekühlten Rotax 912 ULS Boxermotor. Flug- und Baueigenschaften erfüllen höchste Ansprüche durch durchdachtes Design. Mehrere Enthusiasten haben eine riesige Drohne gebaut, die einen Menschen tragen kann. Die erste Version hatte 6 Rotoren, später nur noch 4. Anfangs wurden Dummies befördert, doch bald kam eine echte Kabine hinzu, schließlich saß ein Pilot am Steuer. Im September 2021 wurde ein Webserver integriert, der Flugdaten sammelt und auf einem iPad anzeigt, darunter Steuerbefehle, GPS, Kompass, Gyroskope und Batteriespannung. Ein beeindruckendes Projekt, das zeigt, wie nah wir dem persönlichen Flugerlebnis bereits sind. In der Garage liegt der Geruch von Klebstoff und geschliffenem Metall in der Luft, das Airbike 103 entsteht. Mit einem Kawasaki 440 Motor in der Nase, stoffbespannten Tragflächen und handgefertigtem Sitz bietet dieses Ultraleichtflugzeug ein einzigartiges Flugerlebnis. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 64 km pro Stunde, der Treibstoffverbrauch liegt bei nur 19 Litern. Ein Flugschein ist nicht erforderlich, ideal für Hobbybauer mit großen Träumen und wenig Bürokratie.
Der Open Sky Mo 2J wirkt eher wie ein fliegender Motorroller als ein klassisches Flugzeug. Inspiriert von leichten Straßenfahrzeugen wird er durch Körperbewegungen gesteuert, ähnlich wie beim Motorrad oder Snowboard. Ein richtiges Cockpit gibt es nicht, der Pilot liegt direkt auf dem Rumpf. Für ihn kein Problem, denn es ist seine eigene Erfindung. Dieses außergewöhnliche Fluggerät wurde nur einmal gebaut und fliegt ausschließlich über Japan, ein Symbol für kreative Freiheit und individuelle Ingenieurskunst. Ein Jet für die eigene Garage? Der Traum wird mit der Subsonex JSX-2 Wirklichkeit. Der kompakte Bausatzjet bringt mit dem Turbojet-Triebwerk PBS-TJ 100 satte 1150 Newton Schub und erreicht bis zu 386 km pro Stunde. Mit einer Reichweite von 663 Kilometern und einer Spannweite von 5,50 Metern bietet er echtes Jet-Feeling für Privatpiloten. Das Cockpit ist zwar schmal, doch der Start ist kinderleicht. Zündschlüssel drehen und abheben, für rund 132.000 Euro. Kaum zu glauben, aber in den 1930er Jahren gab es tatsächlich ein Flugzeug in Krokodiloptik. In der Sowjetunion wurde eine Ant-9 kunstvoll bemalt und bei Propagandaveranstaltungen eingesetzt. Ihr außergewöhnliches Aussehen sorgte für große Aufmerksamkeit. Die Ant-9 galt als Arbeitstier der Zivilluftfahrt, insbesondere in Sibirien, Zentralasien und dem Fernen Osten. Die Kabine war einfach gehalten, mit 9 Sitzen, einem schmalen Gang und einem Eimer im Heck als Toilette. Ein faszinierendes Kapitel der Luftfahrtgeschichte. Das ultraleichte Sportflugzeug CGS Hawk Aero 2 begeistert mit seinen blauen und gelben Tragflächen, einem offenen Cockpit mit 2 Sitzen und einem robusten Dreiradfahrwerk. Entwickelt von Luftfahrtenthusiasten in einer einfachen Garage, steht es heute für entspannte Ausflüge unter freiem Himmel. Ob gemütlich dahingleiten oder das Gefühl absoluter Freiheit genießen, dieses Flugzeug macht es möglich. Während manche auf Sportwagen setzen, erfüllen sich andere ihren Traum vom eigenen Fluggerät. Ein echtes Vergnügen für alle, die leicht fliegen wollen.